Flugverspätung. Guten Tag. Ist das der Check-in für den Flug nach Berlin? Guten Tag. Ja, aber der Flug ist verspätet. Oh nein. Wie lange ist die Verspätung? Ungefähr 2 Stunden. Der Abflug ist jetzt um 18:30 Uhr. Ach so. Ich wollte schon um 16:30 Uhr fliegen. Ja, das stimmt. Es gibt ein technisches Problem mit dem Flugzeug. Verstehe. Und wo kann ich das sehen? Auf der großen Tafel dort, vor Gate 25. Danke. Ich habe in Berlin einen anderen Flug um 21 Uhr. Das könnte knapp werden. Sie sollten am Informationsschalter fragen. Wo ist das? Gleich da vorne, neben dem Café und der Apotheke. Okay, ich gehe gleich hin. Bekommen wir etwas zu essen oder zu trinken? Ja, die Fluggesellschaft gibt Gutscheine für 25 Euro. Super. Wo kann ich den Gutschein holen? Am Schalter 12, rechts vom Aufzug. Und kann ich ihn im Restaurant benutzen? Ja, in allen Cafés und Restaurants hier im Flughafen. Sehr gut. Gibt es ein gutes Café hier? Ja, das Café Himmel ist gleich neben Gate 22. Da gibt es guten Kaffee und Kuchen. Perfekt. Dann gehe ich dorthin. Gute Idee. Gibt es hier kostenloses WLAN? Ja, das WLAN heißt Free Airport Wi-Fi. Sie müssen sich nur mit Ihrer E-Mail anmelden. Danke. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich den Anschlussflug verpasse. Keine Sorge, am Informationsschalter helfen sie Ihnen bestimmt weiter. Ja, ich frage gleich dort. Gut. Möchten Sie vielleicht auch ein Glas Wasser? Hier vorne ist ein Automat. Oh, danke. Das ist nett. Ich hole mir gleich eins. Kein Problem. Warten ist immer langweilig. Aber 2 Stunden gehen schnell vorbei. Stimmt. Ich lese ein Buch und trinke Kaffee. Gute Idee. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sie sind sehr freundlich. Gern geschehen. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise und viel Geduld. Danke. Ihnen auch einen schönen Tag. Danke, auf Wiedersehen. Erste Hilfe bei einer Verbrennung. Aua. Ich habe mir die Hand mit heißem Wasser verbrannt. Oh nein. Wo ist das passiert? Zeig mal. In der Küche. Ich habe Nudeln gekocht und etwas Wasser auf die Hand geschüttet. Die Haut ist ganz rot. Hast du die Hand sofort unter kaltes Wasser gehalten? Nein, noch nicht. Dann machen wir das gleich. Wir lassen kaltes Wasser etwa 10 Minuten laufen. Okay, das tut schon ein bisschen gut. Kein Eis nehmen, nur kühles Wasser. Verstanden? Kann ich eine Creme benutzen? Ja, aber erst gehen wir in die Apotheke. Welche Creme soll ich kaufen? Eine Brandcreme mit Aloe Vera oder Dexpanthenol. Gut. Brauche ich auch eine Mullbinde? Ja, eine sterile, aber nicht zu fest. Ich habe Angst, dass die Haut aufreißt. Keine Sorge, mit der Creme und der Binde wird es besser. Wie lange soll ich die Binde drauflassen? Du kannst sie jeden Abend wechseln. Danke, das hilft mir sehr. Kein Problem. Nach der Apotheke ruh dich aus und koch heute lieber nicht mehr. Gute Idee. Vielen Dank für deine Hilfe. Gern geschehen, gute Besserung. Koffer packen für den Urlaub. Hallo. Packst du schon deinen Koffer? Ja, wir fahren morgen nach Bayern an den Chiemsee. Wie schön. Wie lange bleibt ihr dort?
Eine Woche vom 3. bis zum 10. August. Hast du schon deine Kleidung eingepackt? Ja, T-Shirts, Shorts und eine Badehose. Gut. Und die Badeschuhe? Oh, fast vergessen, die Sandalen. Nimmst du auch einen Hut mit? Ja, einen Strohhut und eine Sonnenbrille. Perfekt. Und die Sonnencreme? Die ist wichtig. Stimmt, die lege ich gleich in den Koffer. Habt ihr die Reisedokumente und die Tickets? Ja, die Zugtickets München-Prien und unsere Ausweise. Wann fährt der Zug? Um 10:30 Uhr morgens vom Hauptbahnhof München. Habt ihr ein Hotel gebucht? Ja, ein kleines Gästehaus in der Bahnhofstraße 12. Es kostet 60 Euro pro Nacht mit Frühstück. Guter Preis. Was fehlt noch? Vielleicht ein Buch zum Lesen am See. Und eine Flasche Wasser für die Fahrt. Gute Idee, die kaufe ich heute Abend im Supermarkt. Dann ist alles fertig für den Urlaub. Ja, danke für deine Hilfe. Kein Problem. Schönen Urlaub am Chiemsee. Danke. Ich bringe dir ein kleines Souvenir mit. Hygieneartikel kaufen. Guten Tag, entschuldigen Sie, wo finde ich Flüssigseife? Guten Tag. Die ist im Regal links, neben den Shampoos. Danke. Haben Sie auch Duschgel mit Lavendelduft? Ja, es gibt eine große und eine kleine Flasche. Perfekt, ich nehme die große. Ich brauche auch Zahnpasta und eine Zahnbürste. Möchten Sie eine weiche oder eine harte Zahnbürste? Lieber eine weiche, danke. Und eine normale Zahnpasta. Hier, bitteschön. Haben Sie auch ein Deo-Spray? Ja, verschiedene Sorten. Möchten Sie lieber einen frischen oder neutralen Duft? Einen frischen, bitte. Brauchen Sie Shampoo oder Spülung? Ja, ein Anti-Schuppen-Shampoo. Gut, das finden Sie im Regal ganz hinten rechts. Ich brauche auch Feuchttücher. Es gibt kleine oder große Packungen. Lieber eine große, danke. Benötigen Sie auch Toilettenpapier? Das ist im Angebot. 12 Rollen. Gute Idee, ich nehme ein Paket. Möchten Sie auch Damenbinden? Wir haben normale und dünne. Ja, danke. Ich nehme eine normale Packung. Sie können jetzt zur Kasse gehen. Danke, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, einen schönen Tag noch. Über Kleidung sprechen. Hallo, was für eine Hitze heute in München. Hallo. Ja, das stimmt. Im Sommer trage ich immer leichte Kleidung. Was für Kleidung? Ein Baumwoll-T-Shirt, einen Rock oder Shorts und Sandalen. Ich trage lieber leichte Hemden und Bermudas. Gute Idee. Und trägst du auch einen Hut? Ja, ich habe einen Strohhut. Gute Wahl. Ich trage oft Sonnenbrillen. Und was trägst du im Winter? Im Winter trage ich einen langen Mantel, einen Schal und Handschuhe. Ich ziehe im Winter lieber eine warme Steppjacke an. Und an den Füßen? Im Sommer leichte Sportschuhe. Im Winter Stiefel. Ich trage im Sommer Sandalen, aber im Winter immer feste Schuhe. Weißt du, ich brauche einen neuen Pullover. Es gibt ein Geschäft, das heißt Modehaus Berlin. Perfekt. Ich gehe morgen Vormittag hin. Soll ich dich begleiten? Gerne. Danach können wir einen Kaffee trinken. Super Idee. Eine Babysitterin suchen. Guten Tag, sind Sie Frau Lehner, die Babysitterin? Ja, guten Tag. Sind Sie Herr Schneider? Ja, genau. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Möchten Sie reinkommen?
Danke, sehr freundlich von Ihnen. Also, ich erkläre kurz, ich habe eine kleine Tochter. Sie heißt Emma und ist 3 Jahre alt. Ein sehr schöner Name. Spielt sie gern? Ja, sehr gern. Sie mag Bilderbücher und den Spielplatz in der Nähe. Wo ist der Spielplatz genau? Nur 2 Minuten zu Fuß in der Goethestraße. Perfekt, dann können wir ein bisschen rausgehen. Wann isst Emma normalerweise zu Mittag? Um 12 Uhr. Sie isst gern Nudeln mit Tomatensoße oder eine kleine Suppe. Gut, ich kann einfache Sachen kochen. Und der Mittagsschlaf? Nach dem Essen gegen 2 Uhr. Sie schläft etwa eine Stunde. Verstanden. Und abends? Um 8 Uhr geht sie ins Bett. Wie hoch ist Ihr Stundenlohn? Normalerweise 10 Euro pro Stunde. Das ist in Ordnung, das klingt fair. Wann brauchen Sie meine Hilfe? Morgen von 9 bis 13 Uhr. Perfekt, da bin ich frei. Sehr schön, dann sehen wir uns morgen früh hier. Ja, bis morgen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Bei der Delfinshow. Schau, der Delfin springt ganz hoch. Ja, unglaublich, er ist sehr schnell. Oh, jetzt spielt er mit dem roten Ball. Wie süß. Das Kind lacht so viel. Wie viele Delfine sind im Becken? Ich glaube 4. Ja, und einer ist sehr groß. Jetzt schwimmen sie zusammen eine Runde. Wow, Sie haben mit den Sprüngen ein Herz gemacht. Wunderschön, so viel Energie. Oh, schau, der Delfin spritzt Wasser ins Publikum. Hahaha. Die Kinder vorne sind alle nass. Das ist lustig. Um wie viel Uhr endet die Show? Ich glaube in 10 Minuten. Schade, es ist so schön. Ja, aber danach können wir ein Foto am Becken machen. Wirklich? Das ist eine tolle Erinnerung. Und dann holen wir uns ein Eis an der Bar. Super Idee. Ich will ein Zitroneneis. Ich nehme Schokolade. Gut, aber jetzt schau. Der Delfin macht den letzten Sprung. Fantastisch. Alle applaudieren. Das war ein wunderbares Erlebnis. Ja, danke, dass du mit mir gekommen bist. Danke dir, es hat Spaß gemacht. Dann gehen wir jetzt das Eis holen. Ja, gehen wir. Bis bald im Meereszoo. Im Autozubehörgeschäft. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Ja, ich suche Motoröl für mein Auto. Was für ein Auto haben Sie? Einen VW Golf, Benziner? Für den Golf ist dieses Öl gut geeignet. Möchten Sie 1 Liter oder den Kanister mit 5 Litern? Lieber den 5-Liter-Kanister. Brauchen Sie auch einen Ölfilter? Ja, bitte. Benötigen Sie Bremsflüssigkeit? Vielleicht ja, ich habe nicht mehr viel. Wir haben diese hier. 5 Euro pro Liter. Super. Ich nehme eine Flasche. Möchten Sie auch Scheibenwischwasser? Ja, bitte. Ich habe eine blaue Flasche gesehen. Genau, das ist die. 3 Liter für 3 Euro. Ich lege sie in den Einkaufswagen. Brauchen Sie noch andere Ersatzteile? Ja, ich brauche 2 Glühbirnen für die Frontscheinwerfer. Wir haben H7 Birnen, 7 Euro pro Stück. Gut, ich nehme 2. Benötigen Sie auch eine neue Batterie? Nein, die Batterie habe ich im Mai gewechselt. Verstehe. Auch haben Sie Motoröl, Filter, Bremsflüssigkeit, Scheibenwischwasser und Glühbirnen. Ja, genau. Wie viel macht das zusammen? Insgesamt 62 Euro.
Hier bitte, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Im Reitstall mit dem Reitlehrer. Guten Tag. Sind Sie der Reitlehrer? Guten Tag. Ja, das bin ich. Möchten Sie eine Reitstunde machen? Ja, das ist meine erste Stunde. Sehr schön. Zuerst müssen Sie den Helm aufsetzen. Natürlich, danke. So ist es richtig? Ja, perfekt. Haben Sie auch Reitstiefel? Nein, ich habe nur Sportschuhe. Das geht, aber beim nächsten Mal sind Reitstiefel besser. Verstanden. Und wie heißt das Pferd? Es heißt Bella. Sie ist sehr ruhig. Wie schön. Darf ich Sie streicheln? Ja, aber vorsichtig. Am Kopf oder am Hals. Gut. Und das ist der Sattel? Ja, der Sattel und die Zügel. Damit reitet und lenkt man das Pferd. Wie steige ich auf? Setzen Sie den linken Fuß in den Steigbügel und steigen Sie langsam hoch. Ich helfe Ihnen. Dankeschön. So ist es gut? Ja, perfekt. Halten Sie den Rücken gerade und die Zügel mit beiden Händen. Soll ich festziehen? Nein, nur leicht. Wenn Sie vorwärts wollen, geben Sie ein kleines Zeichen mit den Beinen. Verstehe. Und wenn ich anhalten möchte? Dann ziehen Sie die Zügel etwas an und sagen Brrr. Sehr interessant. Wie lange dauert die Stunde? Ungefähr eine halbe Stunde. Danach können Sie noch eine Runde auf dem Platz reiten. Perfekt, ich freue mich schon. Sehr gut. Dann beginnen wir mit dem Reiten. Danke, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist normal. Sie werden sehen, es macht viel Spaß.